Es war Ende November, in jenen Tagen, in denen der Herbst endgültig vorbei ist und die kalten Monate des Winters anbrechen. Die Blätter an den wenigen Bäumen in der Innenstadt waren schon längst heruntergefallen, die Äste kahl. Goldgelbe Reste davon wehten noch über den Boden und sammelten sich in den Bordsteinkanten und Abflussdeckeln. Abendsonne brachte ihre Farben ein letztes Mal zum Leuchten. Es war wenig los auf den Straßen. Eine Gestalt in olivgrünem Wintermantel wanderte, die Hände in den Taschen, auf ein Café zu. Engels Stüble war gut besucht, obwohl der Kaffee schlecht war, der Kuchen alt. Die Straßenkreuzung, an die es grenzte, war belebter und einige Leute bummelten an den Lädchen vorbei, gingen jedoch selten hinein. Manche zählten ihr Geld, bevor sie den Weg nach Hause antraten. Ein Windstoß fegte durch die Straße und brachte ein kleines Glockenspiel in Bewegung, dessen helle Töne beinahe schmerzhaft laut von den Hausfassaden widerhallten. Der grüne Mantel hielt vor dem Glockenspiel an. Gedanken verloren, vielleicht die klirrende Spielerei betrachtend, vielleicht in ein Fenster blickend, in dem sich tönerner Ramsch befand. Eine blaue Vase war umgekippt, die künstlichen Blumen darin bereits mit einer gräulich-blassen Staubschicht überzogen. Der Anblick war der Gestalt bekannt und es überraschte wenig, dass niemand das alte Schaufenster in Ordnung gebracht hatte. Die Hände glitten für einige Sekunden aus den Taschen, um eine dunkelgrüne Maske aufzusetzen, die Mund und Nase verdeckte. Die ausgeblichene Kapuze des Mantels verbarg zottelige, dunkler gefärbte Haare. Als jemand die Tür des Cafés öffnete, ergoss sich ein Schwall Stimmenlärm auf die Straße, begleitet von Musik. Eine Ratte huschte vor Füßen davon, die in uralten, zerrissenen Designerstiefeln steckten. Die Frau in der Tür achtete nicht auf das allgegenwärtige Ungeziefer, sondern hielt ihrer Freundin die Tür auf. Beide warfen interessierte Blicke auf die Winterkleidung. Lohnte sich ein Streit darum? Aber sie konnten von dem Besitzer nicht mehr erkennen als helle, selbstbewusste Augen. Die Gestalt im olivgrünen Mantel wartete, bis die zwei Frauen sich entfernt hatten. Währenddessen spielten die Hände in den Taschen mit einem zerfledderten Radiergummi. Vielleicht war die Gestalt nervös, vielleicht war es nur eine kleine Angewohnheit. Beide Frauen verschwanden um die Ecke. Die Gestalt zog die Ärmel über die Finger und öffnete die schwerfällige Tür in das Café. Wärme umgab den neuen Gast. Öllampen und Kerzen flackerten. In der Ecke feuerte ein Kachelofen. Der harte Geruch von verbranntem Kaffee überdeckte den mudderigen Geruch des alten Gebäudes, der bis vor wenigen Jahren eine charakteristische Kopfnote gebildet hatte. Wenig einladend, aber das hatte Miriam Engel nicht davon abgehalten, ihr Engelsstüble zu eröffnen. Was hatte sie schon zu verlieren? Es gab kein anderes Café und niemanden, der besseren Kuchen gebacken hätte. Die Gestalt ging, ohne die Blicke der Gäste zu erwidern, in den hinteren Teil der Gaststube und trat durch eine trübe Buntglastür in einen privaten Raum. Durch das Öffnen der Tür wäre beinahe ein Eimer voller toter Ratten umgekippt. Kannst du nicht aufpassen? Ach, du bist es. Thomas Corporate war gerade dabei, neues Rattengift in Fallen auszulegen. Er war erst 15, aber man vertraute ihm. Der Junge hatte sich dieses Vertrauen verdient, weil er Miriam vor einem Mordkomplott rettete. Die früheren Nachbarn, ehemalige Besitzer einer Bäckerei, hatten ihr vorgeworfen, den Bohnenkaffee mit Eicheln zu strecken. Die Anschuldigung war natürlich wahr, aber es war nun mal kein Grund, für die Brötchen weniger Mehl und dafür mehr Rattengift zu verwenden. Die Gestalt zog die verblichene Kapuze ab, ohne sich um die zerzausten, verdunkelten blonden Haare zu kümmern. Die Gesichtszüge eines Mannes wurden unter der grünen Maske erkennbar. Da er durch andauernden Hunger älter wirkte, als er war, musste er etwa 30 winterjung sein. Er streckte die rechte Hand aus, in der ein silbernes Amulett glänzte. Immer mit der Ruhe, Thomas. Ich habe es bereits. Thomas lächelte zaghaft, schien aber über irgendetwas besorgt zu sein. Er legte eine Rattenfalle beiseite, um sich an den kurzen Haaren zu kratzen. Sehr gut. Wie viel willst du dafür, Nick? 700. Du hattest gesagt, es kostet um die 300. Nun, Thomas, es war definitiv kein Zuckerschlecken, das wieder zu bekommen. Wegen dir habe ich, falls du es nicht vergessen hast, 3 Monate lang nichts verdient. So viel Geld können wir nicht einfach so ausgeben. Nick verzog keine Miene und ließ das Amulett in seiner Manteltasche verschwinden. Ja, das dachte ich mir. Er schlenderte durch den Raum und besah sich die Fallen, wobei er absichtlich dem Jungen die Sicht darauf versperrte. Hat dein Vater nicht neulich neue Welpen bekommen? Gib mir 200 und einen Hund. Das darf ich nicht. Sie sind alle schon an neue Besitzer versprochen. Dir fällt sicher etwas ein. Wir sehen uns, Thomas. Warte, was ist mit Annabelle? Nick drehte sich nicht zu dem Jungen um, während er antwortete.
Sie wurde eingeschläfert am Samstag, 2 Wochen nachdem ich weg war. Man hat eine Routinekontrolle durchgeführt und ihr Test war falsch positiv. Nicks Zuhause hatte seine Seele verloren. Der olivgrüne Mantel baumelte an seinem gewohnten Haken an der Garderobe. Der Napf neben dem klapprigen grauen Küchentisch war auf Hochglanz poliert, als würde er auf die Hündin warten, die noch vor wenigen Monaten hier gelebt hatte. Der Name Annabelle war mit einer Steinkante von Hand in das Metall geschabt. Die kluge, dunkelbraune Eurasia-Hündin war auf vielen Streifzügen eine treue Begleiterin gewesen und hatte aufmerksam die Wohnung und das Lädchen darunter bewacht. Nick öffnete eine quietschende Schranktür und nahm eine Packung Instant-Nudeln heraus. Während das Wasser auf dem Herd wärmer wurde, öffnete er Briefe, die auf dem Tisch warteten. Einer davon enthielt eine Nahrungsmittelmarke. Die anderen Marken, die während seiner Abwesenheit eingetroffen waren, hatte er seiner Schwester Sandra überlassen. Das Sammeln und Weitergeben war eigentlich verboten, aber ihn nicht einlösen wäre ebenso verdächtig gewesen. Ihr Mann hatte die zweite Marke für sie eingelöst. Unterwegs hatte Nick von dem wenigen Geld gelebt, das er mit dem kleinen Lädchen unter seiner Wohnung verdiente. Eigentlich hatte er gehofft, durch den Auftrag an Geld zu kommen. Er wünschte, er hätte Annabelle nicht seinem Neffen überlassen, aber auf der Reise hatte er sie nicht mitnehmen können. Tiere durften das Land nur nach wochenlanger Quarantäne verlassen, seit eine Tierseuche alle Haustiere bedrohte. Wegen der mutierten Form des Katzenschnupfens mussten die Überträger, Menschen, bei Kontakt mit anderen Menschen oder Tieren Masken tragen. 3 der Briefe stammten vom Veterinäramt. Das erste Schreiben war eine Anordnung, den betroffenen Haushund 6519-21144 einschläfern zu lassen. Das zweite die Bestätigung ihrer Einäscherung. Das dritte Schreiben enthielt die Berichtigung und eine formelle Entschuldigung. Lächerlich. Der erste Test war falsch positiv gewesen. Annabelle wurde nie namentlich erwähnt. Nick heftete die Briefe ab und aß seine Nudeln, ohne etwas zu schmecken. Morgenlicht fiel durch das zerkratzte Fenster der Eingangstür. Die Luft war staubig, verbraucht und kalt. Onkel Nick? Onkel Nick, bist du da? Klopfen an der Tür. Annabelle bellte nicht. Nick eilte noch halb schlafend die Treppe herunter. Er löste die Sicherheitskette. Vor der Tür stand sein Neffe Mike. Hey Neffchen, hast du keine Schule? Thomas sagte, du seist wieder da. Der Junge war recht klein für sein Alter und trug einen ungepflegten Wuschelkopf. Unter seiner blauen Schutzmaske strahlte er erst vor Freude, bevor er sich schmerzlich an den Tod des Hundes erinnerte. Es tut mir so leid. Annabelle. Sie fehlt mir so. Es ist nicht deine Schuld, mach dir keine Sorgen. Nick trat aus der Wohnung und umarmte seinen Neffen. Habt ihr das Halsband übrigens wiederbekommen?
Das Amt meint, der Tierarzt hat es. Komm nachher mal in meinen Laden. Wir können es danach immer noch abholen. Jetzt aber schnell in die Schule mit dir. Ja, bis später. Mike rannte zur Straßenecke, an der sein Klassenkamerad auf ihn wartete. Sein Onkel sah ihm kopfschüttelnd nach. Mike war im letzten Jahr von seinen Lehrern hart bestraft worden, weil er oft zu spät kam, aber der erzieherische Effekt blieb aus. Nick frühstückte 3 getrocknete Pflaumen in seinem Trödeladen, der den malerischen Namen Silbertröpfchen trug. Zwischen alten Büchern, edlen Vasen, bunten Patchwork-Kissen, Schreibwaren, Kerzen und Dekoartikeln stand Nicks großer Kassiertisch, der gleichzeitig als Messlatte für Stoffe und Seile diente. Eine alte Briefwaage thronte neben einer Tafelwaage auf einem Regal. Im Hinterzimmer befanden sich wertvollere Dinge. Alter Silberschmuck, Kriegsorden und einige Designerstücke von allen möglichen Artikeln, von Kleidern bis zu Eieruhren. Diese Dinge nützten Nick nichts. Es gab kaum Kunden, die genug bezahlen konnten, und Silber war nun mal nicht zum Essen da. Das hölzerne Geöffnet-Schild lockte gegen Mittag einen Kunden in den Laden, der Manschettenknöpfe suchte. Der ärmliche Schuhverkäufer erzählte, er habe nur ein einziges Hemd für seine Arbeit, hoffe aber durch ein professionelles Auftreten auf eine Beförderung. Er ging zufrieden mit neuwertigen Manschettenknöpfen und 2 Hemden. Dann trat ein älterer Mann in einem Anzug ein, der einen an den Laden adressierten Umschlag abgab. Glücklicherweise verließ er den Laden sofort wieder. Vielleicht wäre die Geschichte anders ausgegangen, hätte Nick den Brief in seiner Anwesenheit gelesen. Kurz darauf stürmte Mike durch die Eingangstür. Hallo Onkel. Hey Näffchen. Der Angesprochene starrte mit leerem Blick auf den Brief. Was ist das? Du wirst es nicht glauben. Ich soll nachweisen, dass ich meine Wohnung und den Laden desinfiziert habe. Sie verlangen eine Strafzahlung, weil ich den Laden heute eröffnet habe. Sieh dir das an, das kann ich niemals bezahlen. Aber Annabels Test war doch negativ. Ja, er war negativ. Los, komm mit, wir gehen zum Tierarzt. Dagegen muss ich Einspruch einlegen. Das Geöffnet-Schild verschwand erneut auf unbestimmte Zeit. Auf dem Weg besuchten sie Nicks Schwester. Mike erzählte seiner Mutter alles und brachte seine Schulsachen in sein Zimmer. Währenddessen wartete Nick in dem engen, dunklen Flur. Ich hab noch was für dich. Mit bebenden Fingern nahm Nick den blauen Stoffknochen entgegen. Annabels Lieblingsspielzeug. Lass uns gehen. Bitterer Kaffeegestank wehte aus der Richtung des Engelsstüble durch die Straßen und vermieste den armen Spaziergängern die Laune. Die Tierarztpraxis lag am Rand der Innenstadt und war das einzige Gebäude mit neu verputzter Fassade. Der Boden davor war von einer Schicht verrottender Kastanienblätter bedeckt, die das letzte Gras erstickten. Im Eingangsbereich wurden Nick und sein Neffe desinfiziert, bekamen andere Masken und Latexhandschuhe. Vor dem Betreten des nächsten Raumes mussten sie einen Schutzbezug um ihre Schuhe wickeln. Der Wartebereich war gähnend leer und auf sterile Weise sauber, wie der Geruch nach Desinfektionsmittel und Limettenparfüm verriet. An den Wänden hingen als eine Art Mahnmal Fotos von Hauskatzen, deren Besitz seit 3 Jahren verboten war. Beide Besucher wurden hineingerufen.
Nick hatte den Tierarzt als einen gut genährten, älteren Mann mit schmalen Augen und Hakennase in Erinnerung. Als Tierarzt verdiente man gut. Statt diesem stand jetzt eine junge Frau in einem weißen Kittel vor ihnen. Ihre hellblonden Haare steckten in einem Haarnetz, das sie mit ihren etwas zu groß geratenen Schutzhandschuhen zurechtrückte. Die Maske schien entweder gründlich gereinigt oder neu zu sein. Sie lächelte breit und lehnte sich an den Behandlungstisch. Ihre Augen musterten die Besucher interessiert, insbesondere Nick, den sie noch nicht kannte. Mike und sie schienen sich schon zu kennen. Nick war etwas verstimmt, weil sein Neffe ihn nicht vorgewarnt hatte. Hallo ihr zwei, wie kann ich helfen? Entschuldigung, aber wer sind Sie überhaupt? Verena Lockvorn, die neue Tierarzthelferin. Und du? Unwillkürlich fasste sie sich an die Haare, aber das Netz unterband ihren kleinen Spieltrieb. Nick Lohr, mir gehört Annabelle, die Hündin, die neulich eingeschläfert wurde, obwohl ihr Test negativ war. Ach, es tut mir echt leid. Kann ich denn noch etwas für dich tun? Wir sind hier, um Annabels Halsband und die Leine abzuholen. Wo ist Herr Lausang? Ich möchte ihn sprechen. Unter der Maske war nur schwer zu erkennen, wie die Arzthelferin das Gesicht verzog. Unter uns, sprechen Sie ihn nicht darauf an, bitte. Er hat miese Laune deswegen. Das ist mir egal. Wer hat diesen Test überhaupt gemacht? Und ist Herr Lausang noch hier? Ich möchte ihn unverzüglich sprechen. Nicks Instinkte sprangen an. Vielleicht hatte sie den Test falsch durchgeführt. Sie, die unerfahrene Tierarzthelferin? Er nimmt alle Abstriche selbst. Er ist noch im Labor. Ich sage ihm, dass ihr ihn unbedingt sprechen wollt. In Ordnung? Er weiß auch, was mit dem Halsband passiert ist. Ja. Nick war überrascht, dass sie tatsächlich den Raum verließ. Es gab keine Kameras und er konnte sich beinahe ungestört umsehen. Was machst du da? Ich sehe mich nur um. Der alte Tierarzt trat ein, wie gewöhnlich in einem weißen Kittel. Ein gelber Fleck auf dem Bauch, ausgefranste Nähte und ein bräunlicher Kragen verrieten das hohe Alter dieses Kleidungsstückes. Herr Lohr, wie schön, Sie noch einmal wiederzusehen. Und der kleine Mike ist auch hier. Hier das Halsband. Ich kann nicht lange bleiben. Verena passt kurz auf die Proben im Labor auf, aber wenn sie in 5 Minuten fertig sind, muss ich wieder anwesend sein. Nick kontrollierte, ob noch alle Hundemarken am Halsband hingen. Wer hat Ihren Test gemacht? Herr Lohr, wir kennen uns seit 4 Jahren. Mir ist noch nie ein Fehler passiert. Manchmal versagt die Technik eben. Sie wissen schon, ein Virus hier, ein Virus da. Manchmal ist das Stäbchen schon kontaminiert, bevor man es ausgepackt hat. Onkel Nick, können wir bitte gehen? Noch nicht. Ich brauche eine Bescheinigung von euch, dass Ihr zweiter Test negativ war. Die wollen meinen Laden dicht machen. Ich kann mir die Desinfektion nicht leisten und das Bußgeld noch weniger. Das lässt sich machen. Ja, danke. Schön. Ist noch was? Mit einem breiten Lächeln zeigte der Tierarzt zur Tür.